Anscheinend interessiert dich das Thema Sorgen und Ängste sehr, weil du wieder mit dabei bist. Ja, für mich hat das Thema Sorgen und Ängste auch eine hohe Präsenz in meinem Leben gehabt. Ich dachte immer, wenn ich das und das in meinem Leben erschaffe, wenn ich die und die Probleme löse, wenn ich das und das erreiche, dann bin ich sorgen- und angstfrei. Das war ein Trugschluss. Das stimmt nicht. Ich durfte irgendwann erfahren, dass es nie aufhört. Es ist eine never-ending story. Es zieht sich durch alle Gesundheitsschichten, Altersschichten, soziale Schichten. Jeder Mensch ist von Sorgen und Ängsten betroffen. Jeder. Und das war der Grund, warum ich, glaube ich, wie keiner vor mir, das Thema Sorgen und Ängste über so viele Zeit, also weit über ein Jahrzehnt, eingehend unterforscht habe und deswegen Technik entwickelt habe, Sichtweisen entwickelt habe, die Tausende von Menschen davon befreit haben. Lass uns jetzt mal darüber reden, wie können wir generell mit der Angst oder mit Sorgen umgehen. Als erstes geht es mir immer wieder darum, dass wir beginnen, dass wir uns selbst verstehen. Schau mal, jeder von uns jeder Mensch auf diesem Planeten hat Sorgen und hat Ängste. Der Unterschied der Einzelnen ist nur die Höhe, die Effizienz, das Maß von Sorgen und Ängsten. Bei manchen keimt es hin und wieder ein bisschen auf, ist hin und wieder präsent. Bei manchen begleitet es immer so jeden Tag, ist etwas stärker und manche Menschen werden durch die Sorge und die Angst übermannt. Das Leben wird übernommen von Sorgen und Ängsten. Das Sorgen und Ängste, das Gefühl, bestimmt dann irgendwann unser Leben. Und wenn du dich jetzt die Frage stellst, was werden denn die meisten sein? Sind es die meisten von denen die Sorgen und Ängste übermannt werden, wo das Leben bestimmt? Dann sage ich aus meiner Wahrnehmung ja. Die meisten Menschen leben nicht mehr ihr Leben, sondern leben das Leben von Sorgen und Ängsten. Also tu dir als allererstes mal überhaupt keinen Kopf machen, du bist nicht der Einzige, jeder Mensch hat es, bei manchen ist es dominanter, bei manchen weniger. Warum das so ist, kann ich dir auch erklären, aber in den nächsten Folgen, ich werde dir nur einen kleinen Tipp dazu geben, umso stärker wir uns da hineinmanövriert haben, desto mehr übernimmt es die Macht. Und egal, wenn du auch heute von Sorgen und Ängsten schon sehr tangiert bist und du sagst, bei mir ist es wirklich sehr, sehr schlimm, ich sage dir, der Weg dazu, du wirst verstehen, wie er passiert ist, geht aber genauso in die andere Richtung und du wirst irgendwann sagen, ich bin sorgen- und angstfrei. Ja, das Wichtigste, bevor wir überhaupt in die ganzen Techniken eintreten, ich dir Möglichkeiten aufzeige, die dich von Folge zu Folge immer weiterbringen werden, müssen wir jetzt einsteigen, dass wir Menschen beginnen sollten, uns als erstes Mal zu verstehen. Wir Menschen haben so viele Fragezeichen über unseren Köpfen, über so viele Dinge. Wir fragen uns, warum passiert es mir? Wir fragen uns, wieso habe ich Sorgen? Wieso habe ich Ängste? Warum treten bei mir gerade immer auch so negative Dinge auf? Ich bin ja doch irgendwie richtig, weil ich habe wirklich immer Grund, Sorgen und Ängste zu haben. Warum meint es das Schicksal mit mir nicht gut? Bin ich wirklich in der Lage, mein Leben selbst zu bestimmen? Zu was bin ich in der Lage? Wir haben so viele Fragen. Und ich sage dir, der Großteil dieser Fragen könnten wir alles selbst beurteilen. Wir bräuchten keinen Wissenschaftler, keinen Lehrer. Wir könnten sie selbst beurteilen und könnten sie selbst nachvollziehen und die Lösungen finden, wenn wir uns selbst verstehen würden, wie unser Körper funktioniert und dementsprechend Schlussfolgerungen aus der Vergangenheit, denn dann könnten wir erklären, wie das Leben funktioniert. Das große Geheimnis ist ja wirklich eigentlich lächerlich. Wir müssten nicht, wir hochgebildeten Wesen, wie wir Menschen physisch und psychisch funktionieren. Wir haben alles erlernt in der Schule, egal wo auch immer, in der Berufsausbildung, alles Mögliche, wie ich Recht schreibe, wie die Geschichte war, wie das und jenes ist. Aber wie wir Menschen wirklich funktionieren, dass es uns so erklärt wird, dass wir es verstehen, das gibt es nicht. Und deswegen haben wir so viele Fragezeichen in unserem Kopf.
Ich werde probieren, dir den menschlichen Geist, den Menschen, auch den Zusammenhang mit dem menschlichen Körper zu erklären, aber so zu erklären, dass wir nicht studiert haben müssen, sondern so zu erklären, wie ich es tausende Menschen vor dir schon erklärt habe, dass wir wirklich was damit anfangen können, damit wir verstehen, wie wir laufen, wie wir funktionieren. Und dann ist eigentlich klar, warum wir so sind, wie wir sind. Und dann wird dir auch klar, warum wir Sorgen und Ängste haben. Okay, bist du bereit? Ein wichtiger Punkt ist, dass unser Unterbewusstsein einen Großteil von unserem Leben übernimmt. Ich werde dir in einem der nächsten Folgen, werde ich dir zeigen, dass das Unterbewusstsein maßgeblich für all deine Handlungen, alles was du tust, deine Gedanken, deine Gefühle verantwortlich ist. Aber wichtig ist, bevor wir dort genau einsteigen, müssen wir mal klären, was hat denn das Unterbewusstsein eigentlich für eine Aufgabe? Ich möchte es dir sagen. Das Unterbewusstsein hat die Aufgabe, dass es dein Bewusstsein, deine Logik, deinen Verstand entlastet. Ich wiederhole. Dein Unterbewusstsein ist ein reiner Mechanismus. Sehe es jetzt nicht so an, wie viele so sagen aus der esoterischen Welt, dein Unterbewusstsein, das hat so eine magische Wirkung, da ist so viel versteckt, das Wissen der Welt und so. Lass das alles mal weg, lassen Sie rein aus der wissenschaftlichen Sicht reden. Dein Unterbewusstsein ist ein Mechanismus, der dein Bewusstsein entlastet. Warum braucht dein Bewusstsein, dein hochaktueller Verstand, ein Unterbewusstsein? Weil dein Bewusstsein, denken wir immer, das ist ja der Chef, das ist der alles macht. Nein, dein Bewusstsein hat zum Beispiel eine Schwäche. Dein Bewusstsein kann zu einem Moment nur einen Gedanken denken und nie zwei. Dein Bewusstsein ist nicht dazu ausgestattet, zwei Dinge gleichzeitig denken zu können. Beispiel, wenn du zum Beispiel irgendetwas in deinem Leben tust, was du noch nie getan hast, dann gibt es in deinem Unterbewusstsein dahingehend keine Erfahrungswerte, das kann dir nicht helfen. In dem Moment bist du auf dein Bewusstsein angewiesen. Und wenn du dich auf etwas konzentrierst, was du noch nie getan hast, und jemand spricht dir ins Ohr und stellt dir eine Frage, dann sagst du was? Moment, ich muss mich gerade konzentrieren. Verstehst du? Wir Menschen können nur einen Gedanken zu einem Moment in unserem Bewusstsein denken. Übrigens, jeder Taschendieb weiß das. Er lenkt dich mit einer Hand ab und mit der anderen stiehlt er dir irgendwelche Dinge von deinem Körper. Jeder Illusionist weiß das. Er lenkt dich in eine Richtung und kann in der Hinterhand, obwohl du es sogar siehst mit deinem Auge, Dinge tun, die du nicht wahrnimmst, weil wir mit unserem Bewusstsein nur eine Sache bewusst aufnehmen können in einem Moment. Diese Tatsache ist eine Tatsache und somit brauchen wir ein Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein geht her und tut das, was alle tun, sagt es, muss es ja richtig sein. Ich scanne das ab, ich scanne die Welt ab, ich filme das ab, was alle tun, weil dann denke ich, müssten wir gut liegen, mein lieber Freund. Und ich tue dann für dich das, was ich von den anderen gelernt habe. Soweit verstanden? Anders, unser Unterbewusstsein tut zum Beispiel das, was wir tun und immer öfter, immer mehr übernehmen und tut es für uns. Also ein Beispiel. Wenn heute 2 Kassen geöffnet sind im Kino, hast du so eine Situation schon erlebt, dass nur in einer Seite viele Menschen anstehen und auf der anderen nicht, bis der Kassierer rüberschreit, kommen Sie doch mal darüber. Ist dir das mal aufgefallen? Unser Unterbewusstsein sagt, das, was alle tun, muss nicht verkehrt sein, das muss richtig sein. Ich entlaste dich und ich stelle dich an diese Kasse an, wo die lange Schlange ist. Soweit verstanden? Anders beim Autofahren, wie du das erste Mal Auto gefahren bist, musstest du dich 100% darauf konzentrieren. Du konntest nicht nebenbei in dein Handy gucken oder etwas essen, das wäre nicht gegangen. Aber du bist nochmal Auto gefahren, das Unterbewusstsein hat gesagt, jetzt kenne ich schon ein bisschen die Abläufe, hat schon ein bisschen was übernommen. Und wieder Auto und wieder und heute fährt dein Unterbewusstsein Auto, nicht mehr dein Bewusstsein. Beweis,
Wenn du oftmals irgendwo auf der Autobahn bist und du telefonierst und es fragt dich jemand, wo bist du gerade, dann wissen wir es nicht einmal. Du weißt doch nicht mehr die genauen Abläufe, wenn du ins Auto steigst. Was machst du als erstes? Setzt du dich rein, tust du den Zündschlüssel rein oder schaust du zuerst in den Spiegel? Was sind deine Arbeitsabläufe? Das alles wird unbewusst gemacht. Unser Unterbewusstsein entlastet uns. Und das ist gut so. Verstehe dein Unterbewusstsein als reinen Mechanismus. Es tut das, was alle tun, und es tut das, was wir immer öfter getan haben. Einfach in der Einführung so erklärt. Soweit okay? Jetzt kommen wir zurück zu Sorgen und Ängste. Du stellst dich die Frage, warum habe ich Sorgen und Ängste? Ich habe dir in der letzten Folge erklärt, dass sie unlogisch sind. Sie beziehen sich nur auf die Zukunft, nicht auf die Gegenwart, nicht auf die Vergangenheit. Sie sind keine Tatsache, sie sind gar nichts. Sie sind eigentlich ein Hirngespinst. Jetzt stellst du die Frage, warum bin ich so doof oder warum sind alle so doof, das zu tun? Die Antwort habe ich dir gegeben. Dein Unterbewusstsein tut das, was alle tun und hält es für richtig. Und probiert in dem Moment die Wahrnehmung und die Gedanken auszurichten auf Sorgen und auf Ängste. Verstanden? Sogar der Volksmund sagt, da würde ich mir aber jetzt schon Sorgen machen. Da hätte ich aber jetzt schon Angst, dass das oder jenes passieren würde. Verstehst du? Wir rechtfertigen sogar dieses nutzlose Produkt von Sorgen und Ängste. Jetzt aus deiner Logik müsstest du es für immer aus deinem Leben verbannen. Aber da es alle tun und du es auch immer getan hast, meint das Unterbewusstsein, es muss es dir immer wieder geben. Verstehst du? Sorgen und Ängste ist ein kollektives Problem. Wir haben das übernommen. Wenn du aber jetzt verstehst, dass deine Sorgen und Ängste nicht aus deinem Bewusstsein kommen, sondern aus deinem Unterbewusstsein, dann müsste dir klar sein, du kannst nichts dafür. Es ist eine verkehrte Prägung, die wir in diesen Folgen reformieren werden sie reframen, wir werden sie aufheben. Schneller als du denkst. Es wird von jeder Folge für dich einfacher. Wenn du jetzt erkennst, dass Sorgen und Ängste wirklich aus deinem Unterbewusstsein kommen, nicht aus deinem Bewusstsein, dann wirst du dich schon mal nicht mehr so schwer ansehen. Und du wirst eines können, dass du eine gewisse Selbstironie aufbaust. Ein großes Problem bei uns Menschen ist, dass wir uns selbst nur verurteilen und sagen, jetzt war ich wieder in der Angst. Jetzt habe ich mir schon wieder Sorgen gemacht, unnütz. Wie blöd bin ich denn? Du kannst nichts dafür. Ich werde dir das in den nächsten Folgen nochmal eingehender erläutern. Darüber hinaus möchte ich dir sagen, ich habe so viele Techniken entwickelt, die wir in diesem Kurs besprechen werden. Ich werde sie dir nicht als Hausaufgabe geben, sondern wir werden in diesem Kurs diese Technik umsetzen. Dass dir pro Folge wird es für dich einfacher, leichter, logischer. Wir werden das befreien, wir werden das Unterbewusstsein neu konfigurieren. Und von Folge zu Folge wirst du dementsprechend viel angstfreier und viel sorgenfreier, bis zu dem Punkt, wo du irgendwann mal sagst, jetzt bin ich sorgenfrei und jetzt bin ich angstfrei. Weil das ist der Punkt, ab dem du wirklich beginnen kannst, dein Leben selbst zu gestalten und dein Leben selbst zu leben. Schau, probier mal das Gefühl der Angst zu beschreiben. Das Gefühl der Angst ist Unsicherheit, okay? Es ist Panik. Kommst du soweit klar? Okay. Wir Menschen tun alles in unserem Leben nur für Gefühle. Wir möchten den Erfolg haben, weil dann fühlen wir uns gut und anerkannt. Wir hätten gerne dieses und jenes Geld, weil dann sind wir frei und stolz. Das sind Gefühle. Wir hätten gerne den und den Partner, weil dann haben wir Liebe. Verstehst du? Wir tun alles nicht der Sache wegen, sondern zwecks Gefühle. Wenn wir aber im Vordergrund immer Ängste und Sorgen haben, laufen wir am Leben vorbei. Das ist kein Leben. Probier mal, alleine das Thema Sorge zu beschreiben als Gefühl. Ich sage es dir, es ist schwer und es ist erdrückend, stimmt's? Und mit solchen Gefühlen laufen wir durchs Leben und probieren aus diesen Gefühlen etwas Großes in unserem Leben zu machen. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir müssen zuerst uns von diesen Punkten befreien. Und jetzt schau mal, wenn wir diesen Kurs durchhaben, dann wirst du sorgenfrei und angstfrei sein. Das heißt, ich gebe dir das Gefühl, es ist die Leichtigkeit. Es ist die Freude, es ist der Spaß, es ist der Reiz im Leben, es ist die Energie. Verstehst du, was ich rede? Aber zuerst, bevor wir dorthin kommen, es ist kein langer Prozess, sollten wir uns allmählich immer mehr von Folge zu Folge von Sorgen und Ängsten abwenden.
immer mehr erkennen, was sie sind, zu was sie zunutze sind, woher sie kommen. Und dann kommen die Techniken ins Spiel. Und ich begrüße dich dann, am Ende dieser wunderbaren Kursuses, begrüße ich dich als einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten, die wirklich sorgen- und angstfrei leben und auch solch ein Leben erfahren.